Wenn man zwei Löffel aneinander hält, passiert nichts. Aber ein Magnet, das ist wie eine unsichtbare Hand. Er kann Metall aus der Ferne anziehen. Wenn Sie zwei Magnete nehmen und sie korrekt ausrichten, werden Sie einen Widerstand spüren. Eine unsichtbare Kraft, die Sie daran hindert, sie zusammenzubringen. Was ist das und woher kommt das? Dieses unsichtbare Phänomen wird als Magnetfeld bezeichnet. Auch wenn wir es nicht sehen können, können wir es beispielsweise mit Eisenspänen veranschaulichen. Legen Sie einen Magneten unter ein Blatt Papier und streuen Sie Eisenpfeilspäne darüber. In Anwesenheit des Feldes ordnen sie sich zu typischen Mustern an. Noch übersichtlicher sind sogenannte Feldlinien. Sie veranschaulichen den Verlauf des Feldes und die Stärke seiner Wirkung. Wo die Linien dicht sind, ist das Feld stark. Wir fügen den Feldlinien Pfeile hinzu. Sie zeigen die Richtung an, in der das Feld den Magneten verlässt und wo es wieder zurückkehrt. Für Magnetfeldlinien ist es charakteristisch, dass sie stets geschlossene Linien bilden. Was geschieht, wenn wir zwei Magnete einander annähern? Nun verlaufen die Magnetfeldlinien nahtlos von einem Magneten zum anderen. In diesem Fall ziehen sich die Magnete gegenseitig an. Wenn wir jedoch einen davon drehen, weichen die Feldlinien einander aus. Sie ähneln Wasser, das mit hohem Druck aus zwei Schläuchen direkt gegeneinander spritzt. Anstatt sich zu verbinden, spritzen sie zur Seite weg. In diesem speziellen Fall stoßen sich die Magnete gegenseitig ab. Das Verhalten der Magnetfeldlinien hängt davon ab, welche Teile der Magnete wir einander annähern. Jeder Magnet besitzt nämlich zwei unterschiedliche Bereiche. Wir bezeichnen sie als Pole. Einen bezeichnen wir als Nordpol, den anderen als Südpol. Vom Nordpol treten die Feldlinien aus und in den Südpol wieder ein. Wenn wir gleichnamige Pole näher zusammenbringen, beispielsweise zwei Nordpole, wie wir sie hier haben, weichen die Feldlinien voneinander ab. Wenn wir Magnete in unseren Händen halten würden, würden wir einen deutlichen Widerstand spüren, da sich die Magnete gegenseitig abstoßen. Wenn wir entgegengesetzte Pole zusammenbringen, also Nord- und Südpol, verlaufen die Magnetfeldlinien nahtlos von einem Magneten zum anderen. Und hier gilt die Regel: Gegensätze ziehen sich an. Haben Sie sich jemals einen Magneten mit nur einem Pol gewünscht? Was passiert, wenn wir ihn halbieren? Es scheint einfach zu sein, jedoch entstehen jedes Mal dabei zwei neue Magnete, jeweils mit einem Nord- und einem Südpol. Selbst wenn wir es in einzelne Atome zerlegen, ändert sich nichts. Das liegt daran, dass Magnetismus eng mit den Vorgängen in der winzigen Quantenwelt verbunden ist. Was passiert also im Inneren eines Atoms? In seinem Zentrum befindet sich ein Kern aus positiv geladenen Protonen und elektrisch neutralen Neutronen. Um ihn herum kreisen negativ geladene Elektronen. Die moderne Physik betrachtet ein Elektron nicht als winzige Kugel, die den Atomkern auf einer Bahn umkreist, sondern vielmehr als einen Bereich, in dem es sich wahrscheinlich befindet. Wir bleiben jedoch beim Sonnensystemmodell des Atoms. Der Kern ist vergleichbar mit der Elektronen, Protonen und Neutronen besitzen Masse. Protonen und Elektronen haben eine elektrische Ladung. Verfügen diese Partikel über weitere Eigenschaften? Ja, es gibt eine, die für den Magnetismus von entscheidender Bedeutung ist, über die jedoch selten gesprochen wird. Diese Eigenschaft nennt man Spin. Spin ist eine rein quantenmechanische Eigenschaft, für die es in der klassischen Physik keine Entsprechung gibt. Vereinfacht gesagt können wir uns den Spin so vorstellen, dass sich die einzelnen Teilchen wie winzige Magnete verhalten. Spin haben alle Elementarteilchen, aber bei Elektronen ist sein magnetischer Einfluss am stärksten ausgeprägt. Der Spin des Elektrons ist daher die Hauptquelle des Magnetfeldes eines Atoms. Spin ist jedoch nicht die einzige Quelle für den Magnetismus eines Atoms. Magnetismus entsteht nicht nur durch die Eigenschaften eines Elektrons, sondern auch durch das, was es tut. Wenn es sich um den Kern herum bewegt, verhält es sich wie ein winziger elektrischer Strom, und jeder Strom, selbst ein atomarer, erzeugt sein eigenes Magnetfeld. Dies ist somit der zweite Beitrag zum Gesamtfeld des Atoms, den wir als orbitales Magnetfeld bezeichnen. Es könnte daher den Anschein haben, dass jedes Atom magnetisch sein muss. Elektronen besitzen durch ihren Spin ein Magnetfeld und erzeugen durch ihre Bewegung um den Atomkern zusätzlich ein sogenanntes orbitales Magnetfeld. In Wirklichkeit hängt es jedoch von ihrer Anordnung ab. Elektronen in einem Atom bewegen sich in sogenannten Orbitalen. Und jedes Orbital kann von maximal zwei Elektronen besetzt werden, die entgegengesetzte Spins aufweisen müssen. Aus diesem Grund heben sich ihre spinbedingten Magnetfelder gegenseitig auf. Darüber hinaus können wir uns diese Elektronen so vorstellen, dass sie sich in entgegengesetzten Richtungen bewegen, was bedeutet, dass auch ihre orbitalen Magnetfelder entgegengesetzt gerichtet sind und sich somit gegenseitig aufheben. Ein vollständig besetztes Orbital trägt daher weder durch seinen Spin noch durch sein Orbitalfeld zum Gesamtmagnetismus des Atoms bei. Damit ein Atom magnetisch ist, muss es mindestens ein ungepaartes Elektron besitzen, also ein Elektron, das ein Orbital allein besetzt. Eisen verfügt über 26 Protonen und 26 Elektronen, die die Orbitale nach bestimmten Regeln besetzen. Die erste Regel besagt, dass Orbitale schrittweise von der niedrigsten zur höchsten Energie gefüllt werden. Die Elektronenkonfigurationstabelle zeigt die Reihenfolge der Orbitale nach ihrer Energie. Das 1s-Orbital hat die niedrigste Energie. Wir haben bereits eine weitere Regel erwähnt.
Ein einzelnes Orbital kann nur von Elektronen mit entgegengesetzten Spins besetzt werden. Beispielsweise nehmen die 1s und 2s-Orbitale stets 2 Elektronen mit entgegengesetzten Spins auf. Das 2p-Orbital besteht aus 3 Teilen. Für solche Orbitale gilt eine weitere Regel. Elektronen werden zunächst auf die einzelnen Teilorbitale mit gleichem Spin verteilt und erst danach werden Elektronen mit entgegengesetztem Spin ergänzt. Als nächstes folgen die 3s, 3p und 4s-Orbitale. Damit werden insgesamt 20 Elektronen auf die Orbitale verteilt. Die verbleibenden 6 Elektronen besetzen dann die 3d-Orbitale. Da in dieser Gruppe zuerst Elektronen mit gleichem Spin verteilt werden, bleiben 4 ungepaarte Elektronen übrig. Und genau diese verleihen dem Eisenatom seine besonderen magnetischen Eigenschaften. Eisen ist nicht das einzige Element mit ungepaarten Elektronen. Ähnlich ist es auch bei Kobalt und Nickel, weshalb sie ebenfalls magnetisch sind. Jedoch reichen ungepaarte Elektronen allein nicht aus. Beispielsweise verfügt Mangan über noch mehr ungepaarte Elektronen als Eisen und ist dennoch nicht magnetisch. Um dies zu verstehen, müssen wir eine höhere Ebene betrachten, nämlich wie Atome in einem Festkörper angeordnet sind. Es geht nicht nur darum, was ein einzelnes Atom tut, sondern auch darum, wie Atome miteinander interagieren. Eisen verfügt über genau die Kristallstruktur, die für Magnetismus günstig ist. Die Atome sind so angeordnet, dass die Spin-Magnetfelder der Elektronen benachbarter Atome zusammenwirken und sich in eine Richtung ausrichten können. Dies liegt daran, dass dies für sie die energetisch günstigste Anordnung ist. Während die Struktur von Mangan im Vergleich zu Eisen chaotisch ist, sind die Atome ungeordnet und zeigen jeweils in unterschiedliche Richtungen. Daher ist das Material insgesamt nicht magnetisch. Obwohl ein ungepaartes Elektron eine notwendige Voraussetzung für Magnetismus ist das Zusammenspiel zwischen den Atomen entscheidend. Und das hängt davon ab, wie das Material aufgebaut ist. Um dies näher zu erläutern. Im Falle von Eisen ist die Struktur so beschaffen, dass das orbitale Magnetfeld stark unterdrückt wird. Folglich beruhen die magnetischen Eigenschaften von Eisen fast ausschließlich auf den Spins seiner Elektronen. Die Struktur der Materie erklärt auch, warum es die stärksten Magnete der Welt gibt. Neodym ist für sich genommen nicht besonders magnetisch, aber in Kombination mit Eisen und Bohr entsteht ein Material, dessen Atome sich perfekt ausrichten können. Dadurch entstehen die stärksten Permanentmagnete, die wir heute herstellen können. Allerdings haben wir noch keinen fertigen Magneten. Der Einfachheit halber bleiben wir bei Eisen. Bei Eisen sind die Magnetfelder der einzelnen Atome aufgrund der ausgerichteten Spins in dieselbe Richtung ausgerichtet. Auf diese Weise entstehen Gruppen, in denen Milliarden, ja sogar Billionen von Atomen wie Soldaten in Reih und Glied angeordnet sind. Diese Bereiche bezeichnen wir als magnetische Domänen und sie können die Größe eines einzelnen Sandkorns erreichen. In einem gewöhnlichen Stück Eisen existieren unzählige magnetische Domänen, also Gruppen von Atomen, die wie Soldaten ausgerichtet sind. Jedoch marschiert jede dieser Gruppen in eine andere Richtung. Warum? Denn ohne ein externes Magnetfeld ist es energetisch günstiger, wenn die Domänen unterschiedlich ausgerichtet sind. Ihre Wirkungen heben sich somit gegenseitig auf und das Eisen bleibt insgesamt nicht magnetisch. Erst wenn das Eisen in ein Magnetfeld gelangt, sei es von einem anderen Magneten oder einem elektrischen Strom, wirkt dies wie der Befehl eines Kommandanten. Die Domänen richten sich in dieselbe Richtung aus und ziehen an einem Strang. In diesem Moment wird ein gewöhnliches Stück Eisen zu einem Magneten. Wenn wir das Eisen magnetisieren und anschließend den anderen Magneten entfernen, verschwindet der Effekt in der Regel. Ausgerichtete Domänen richten sich wieder in unterschiedliche Richtungen aus. Materialien, die sich auf diese Weise verhalten, werden als magnetisch weich bezeichnet. Es gibt jedoch auch Materialien, bei denen die Ausrichtung der Domänen energetisch aufwendiger ist. Sobald sie jedoch ausgerichtet sind, bleiben sie auch nach Entfernung des äußeren Feldes geordnet. Wir bezeichnen sie als magnetisch harte Materialien. Ihre Domänen sind häufig aufgrund einer spezifischen Kristallstruktur oder durch Zusätze anderer Elemente stark verankert, was ihre Rückkehr in ihre ursprünglichen Positionen verhindert. So funktionieren beispielsweise Ferrite, Materialien auf Eisenoxidbasis oder Neodym-Legierungen, die ihre magnetischen Eigenschaften langfristig beibehalten. Genau aus diesem Grund werden sie zur Herstellung von Permanentmagneten verwendet. Ein Permanentmagnet ist ein Objekt, das seine innere Domänenanordnung auch dann beibehält, wenn das äußere Magnetfeld nicht mehr wirkt. In diesem Zusammenhang spielen Elektronen eine Schlüsselrolle, insbesondere ihre Quanteneigenschaft namens Spin, aber auch ihre Bewegung um den Kern, durch die ein orbitales Magnetfeld entsteht. Entscheidend sind dabei das resultierende Magnetfeld des Atoms, die Anordnung in Domänen und die Ausrichtung der Domänen im gesamten Volumen des Magneten. Und so erinnert uns der Magnet daran, dass selbst die komplexen und unsichtbaren Gesetze der Quantenwelt direkt in unserem Alltag sichtbar werden. Zum Beispiel in einem Kompass, in einem Lautsprecher oder sogar als gewöhnlicher Kühlschrankmagnet.